musst mich ja nicht so anfallen, du kannst es ja auch normal sagen. Lass sie jetzt in Ruhe, sind und 5, dann kommt es heute. Naja. Jetzt lass mal los, ich muss das ausprobieren. Geht nicht. Aua! Magst du Nicht vorne herumlaufen, bitte. was? Nicht vorne herumlaufen, außerdem ist das wie bitte. Das Wildbesinde. Mehr oder weniger, ja? Ja, mehr oder weniger. Oder mal Strafen. Hebt das übereinander auf. Ja, die ist schon über uns gesehen. Das sind die Entweder. Und stehen bleiben, nur zu mir schauen. Super. Perfekt.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebes Brautpaar, liebe Hochzeitsgäste, darf Sie alle herzlich begrüßen in dieser Kirche zu Ossiach. Wir feiern dieses Fest gemeinsam und allein die Herkunft am heutigen Tag, wo jeder Einzelne angereist ist, zeigt, dass es hier um eine Verbindung und eine Partnerschaft zwischen verschiedenen Städten, Bundesländern und Regionen geht. Aber für uns geht es um die viel tiefere Partnerschaft, die das Menschliche betrifft, das Persönliche, das Unverwechselbare. Und das ist die Partnerschaft, die Sie, liebes Brautpaar, heute durch das Sakrament der Ehe festigen und besiegeln wollen. Auf Bitte der Familie darf ich am Beginn des heutigen Gottesdienstes auch ansagen, dass außer den 2 beauftragten Fotografen niemand fotografieren oder mit der Videokamera hier die Aufnahmen machen möge, weil für alles gesorgt ist, sodass die Erinnerung auch später ganz sicher gut festgehalten sein wird. Begrüßen darf ich auch den Chor, die Rosenthaler und unseren Gastpriester heute, der für Sie der Heimatpriester ist, den Sie mitgebracht haben. Allen, die heute gekommen sind, ein herzliches Willkommen und eine schöne Feier, nicht nur hier in der Kirche, sondern auch für das daran anschließende festliche und sicher auch fröhliche Programm. Viele Dinge sind vorbereitet, wunderschön vorbereitet. Auch das Brautpaar, die Krone. Aber wir brauchen darüber hinaus noch ein Herz, das ganz frei ist für Gott und füreinander. Darum wollen wir jetzt Gott um sein Erbarmen bitten. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, segne diese Brautleute, die heute den Bund der Ehe schützen wollen. Lass manche den Glauben, den sie in dieser Feier bekennen. Führe auch die Kinder in den schenkst Gemeinschaft einer Kirche. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch der Sprichwörter. Nie sollen Liebe und Treue dich verlassen. Binde sie dir um den Hals. Schreib sie auf die Tafel deines Herzens. Dann erlangst du die Gunst und Beifall bei Gott und den Menschen.
Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit. Such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deinen Pfade. Selig die Menschen, die Gottes Wege gehen. Selig die Menschen, die Gottes Wege gehen. Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt, und der auf seinen Wegen geht. Was deine Hände erwarben, kannst du genießen. Wohl dir, es wird dir gut ergehen. Selig die Menschen, die Gottes Wege gehen. Selig die Menschen, die Gottes Wege Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, strebt nach den höheren Gnadengaben. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganzen Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Barbara, lieber Patrick, liebe Eltern, Verwandte, Freunde, ja, aus den verschiedensten Gegenden Österreichs, aber vor allem aus Kärnten und Niederösterreich. Wenn ich hier jetzt von hier aus rede, ist das ganz bewusst. Denn wenn ich da drüben stehe und zu euch herüber schaue, ist es ein Seitenblick. Und die Seitenblicke, die gehören nicht hierher heute, die gehören in eine Zeitung. Ich möchte euch geradewegs anblicken und Gott blickt auch geradewegs zu euch. Eine Frage an euch. Was tut Gott, nachdem er alles, auch den Menschen, erschaffen hat? Dazu eine rabbinische Geschichte.
Die heißt schwierig wie das Spalten des Meeres. Eine römische Dame fragte Rabbi Chosse, den Chalafter, in wie vielen Tagen hat Gott die Welt geschaffen? Er antwortete ihr, in 6 Tagen, denn so heißt es, in 6 Tagen machte der Himmel und Erde. Und was hat er seitdem gemacht? Er verbindet die Paare und schließt die Ehen. Er bestimmt, wessen Tochter wen heiraten soll. Ja, antwortete die Dame, das kann ich ja auch tun. Ich besitze sehr viele Knechte und Mägde und ganz leicht kann ich sie paaren. Doch Rabbi Chosse sprach, du magst das leicht finden, für Gott aber ist es so schwierig wie das Spalten des Schilfmeeres. Rabbi Chosse ging weg und stellte 1000 Knechte und 1000 Mägde in 2 sich gegenüberstehenden Reihen auf. Dann befahl sie, so und so heiratet so und so heiratet so und so. Das sollte alles in der gleichen Nacht geschehen. Am nächsten Morgen kamen die so gepaarten Knechte und Mägde zur Dame, der eine mit zerbrochenem Schädel, der andere mit eingeschlagenem Auge, ein dritter mit gebrochenem Bein. Dieser sagte, ich mag diese Frau nicht, jener sagte, ich kann diesen Mann nicht leiden. Da ließ sich die römische Dame, der Rabbi Chosse, den Chalafter, holen und sprach zu ihm, deine Torah, deine Weisung hat absolut recht. Und was du erzählt hast, ist wirklich wahr. Rabbi Chosse aber sprach, das habe ich dir doch gesagt. Du magst das Eheschließen als leichte Sache ansehen. Für Gott jedoch ist es so schwierig wie das Spalten des Schilfmeeres. Beim Paare verbinden benutzte der Herr offensichtlich auch die Laudaehe. Oder wie ist das, Patrick? War das nicht erstmals, so etwa vor 2 Jahren? Wenn ich nicht irre, habt ihr vor etwa einem Jahr mit dem Briefing für den Langstreckenflug, diesmal nicht nach Australien, mit der Destination Ehesakrament begonnen. Die Beziehungswetterprognose sagte heiteren Himmel mit ein paar Schäfchenwolken voraus. Die Abflugszeit wurde für den September 1999 terminisiert. Der kirchliche Abflughafen sollte in Kärnten sein. Davor sollte noch ein etwa einwöchiger, standesamtlich bestätigter Kurzflug von Wiener Neustadt nach Ossiach eingeplant werden. Die Dienstbesprechungen für diesen Flug, für diese Flüge, verteilen sich so über das vergangene Jahr. Nachdem der Langstreckenflug, sakramentale Ehe, ernst gemeint ist, wurde die Checkliste hervorgeholt und durchgearbeitet. Ich denke da an das Eheseminar bei Michi und Martin, ich denke da an das Brautprotokoll mit mir in der Propstei, sicher viele andere Gespräche, die man da führen muss, damit so eine Hochzeit stattfinden kann. Selbst 2 Slots, 2 Zeitfenster zum Start für den Kurz- und Langstreckenflug wurden geöffnet. In der Woche vor dem 12. September das staatliche Zeitfenster und heute, am 18. September, das kirchliche Zeitfenster. Ich habe da eure Einladung genau angeschaut. Wer genau sieht, Sie sind auf Kurzstreckenflug von Wiener Neustadt nach Ossiach. Da sitzen 2 drinnen. Wir heiraten später. Also, das bestätigt das zumindest. Ich spüre schon das Rollen zur Startbahn. Ich nehme an, ich bin auch. Aber nicht nur wir, sondern auch meine Eltern. Dear Barbara and dear Patrick, soon we are ready for take-off. Mit eurem Ja zueinander wird die endgültige Freigabe möglich. Die immense Schubkraft eurer Liebe kann sich jetzt voll zu entfalten beginnen. Wir haben ja gehört in der 2. Lesung, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie eifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bleiert sich nicht auf. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allen stand. Die Liebe hört niemals auf. Lieber Patrick, liebe Barbara, heute wird abgehoben. Auf diesem Flug sind Pilot und Chefstewardess nicht allein unterwegs. Schauen wir ein wenig ins Kirchenschiff hinein. Ich sehe da viel mehr als wir. Eltern, Freunde, Geschwister, ja selbst Geistliche sind mit an Bord. Wie an Bord, so ist es auch in der Ehe nötig,
sich um das Wohl des je anderen, der Passagiere, zu sorgen. Vor allem und zuerst sollt ihr, aber auch Patrick, Sorge natürlich füreinander tragen. Heißt ja im Johannesevangelium, das haben wir gehört, das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Während eures Ehe-Langstreckenfluges ist es wichtig, sich des Autopiloten als Hilfsmittel versichern zu können, damit Kopf und Herz für die wichtigen Entscheidungen frei sind. Stimmt das? Ja, der Pilot besteht. Als Autopiloten betrachte ich euer Ja-Wort der Liebe und Treue vor Gott und dem hier versammelten Leib Christi, das wir heute hören werden. Jetzt hören wir noch genau, was in der ersten Lesung gehört. Da ist nämlich auch von diesen Autopiloten die Rede. Da heißt es nämlich zuerst, nie soll Liebe und Treue dich verlassen, binde sie dir um den Hals, schreib sie auf die Tafel deines Herzens. Dann erlangst du Gunst und Beifall bei Gott und den Menschen. Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit. Und jetzt genauer, such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebne er selbst deinen Pfad. Also die Zusage ist älter als dieses Wort aus dem 20. Jahrhundert, bevor es die Flugzeuge gegeben hat. Liebes Brautpaar, neben ruhigen Windverhältnissen, klarer Sicht und herrlichem Sonnenschein werdet ihr wahrscheinlich auch Turbulenzen, schlechten Sichtverhältnissen der Nacht und schönen, kreuzenden Flugzeugen auf eurem Lebensweg begegnen. Das heißt, Liebe und Treue sind wunderbar. Nach bestandenen Stimmungsschwankungen erklingen sie aber noch viel herrlicher. Das können euch sicher die erzählen, die schon durch manche Wetterfront durchgeflogen sind. Wie heißt es im Johannes-Evangelium, das wir heute auch gehört haben? Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt. Damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Wenn das Flugzeug nach langem Flug gut landen soll können Pilot und Chefstewardess nicht einfach tun und lassen, was sie wollen. So ähnlich ist das auch im Leben, im Eheleben. Darum abschließend ein goldener Vorrat an gutem Rat. Erstens, haltet Gott und sein Wort in Ehre, auch in der Tat. Zweitens, seid einander als die Nummer 1 in aufrichtiger Liebe und Treue zugetan. Nummer 3, vergesst nicht eure Nächsten, ebenso wenig die Kirche und die Menschen, die euch brauchen. Ich wünsche und erbitte euch besonders und auch uns allen einen guten Lebensflug und vor allem eine sehr gute Landung in und mit Gott und der Gemeinschaft liebender Menschen. Amen. Liebes Brautpaar, liebe Barbara, lieber Patrick, ihr seid in dieser entscheidenden Stunde eures Lebens nicht allein. Ihr seid umgeben von Menschen, die euch nahestehen. Schau mal, links und rechts. Ganz nahe dran. Ihr dürft die Gewissheit haben, dass ihr mit dieser Gemeinde, auch in Neustadt und mit allen Christen in der Gemeinschaft der Kirche verbunden seid. Zugleich sollt ihr wissen, Gott ist bei euch. Er ist der Gott eures Lebens und eure Liebe. Er heiligt eure Liebe und vereint euch zu einem untrennbaren Lebensbund. Ich bitte euch zuvor, öffentlich zu bekunden, dass ihr zu dieser christlichen Ehe entschlossen seid. Patrick, Christian, ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Braut Barbara Roth den Bund der Ehe zu schließen? Ja.
willst du deine Frau lieben und achten und ihr die Treue halten alle Tage ihres Lebens? Ja. Barbara Roth, ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflichen Überlegungen aus freiem Entschluss mit deinem Bräutigam, Patrick Christian, den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Willst du deinen Mann lieben und achten und ihm die Treue halten alle Tage seines Lebens? Ja. Jetzt die Frage an euch beide. Seid ihr beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken will und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen? Ja. Seid ihr beide bereit, als christliche Eheleute Mitverantwortung in der Kirche und in der Welt zu übernehmen? Ja. Ihr seid also beide zur christlichen Ehe bereit. Bevor ihr den Bund der Ehe schließt, werden die Ringe gesegnet, die ihr einander anstecken werdet. Freier Gott, du hast mit uns einen unauflöslichen Bund geschlossen. Wir danken dir, dass du uns beistehst. Segne diese Ringe. Segne diese Brautleute, die sie als Zeichen ihrer Liebe tragen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ihr meint euch ganz. Nicht eine Nacht, ein Wochenende, den Sommer über. Nicht bis es einem von euch zu anstrengend oder zu langweilig wird. Ihr meint euch über die Zeiten hinaus. Ihr meint euch ganz. Mit Freuden und Trauer, mit Wünschen und Ängsten, mit Gaben und Fehlern und schließt nichts aus. Ihr meint euch ganz. Eure Ringe sprechen aus, wofür ihr lebt. Barbara für Patrick, Patrick für Barbara. Ihr meint euch ganz. Eure Ringe bezeichnen den Weg zu einem beglückenden Miteinander. Diese Ermunterung. Schließt er jetzt vor Gott und vor der Kirche den Bund der Ehe, indem ihr das Vermählungswort sprecht. Dann steckt einander den Ring der Treue an. Barbara, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Patrick, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes an.
Reicht nun einander die rechte Hand. Gott, der Herr, hat euch als Mann und Frau verbunden. Er ist treu. Er wird zu euch stehen und das Gute, das er begonnen hat, vollenden. Im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den ihr geschlossen habt. Hier aber die Trauzeugen, Doris und René und alle, die zugegen sind, nämlich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Lasst uns beten zum Herrn für diese Brautleute, die zur Trauung an den Altar getreten sind, damit sie gestärkt durch den Empfang des Leibes und Blutes Christi für immer verbunden bleiben in gegenseitiger Liebe. Wir halten jetzt kurz inne und Sie bringen Ihre Gebete auch für diese beiden vor Gott. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn du hast den Menschen nach deinem Bild erschaffen als Mann und Frau, damit beide in der Einheit leiblicher und geistiger Liebe in der Welt ihren Auftrag erfüllen. Von Anbeginn war es dein Wille, dass ihre Verbindung in der Ehe ein Abbild deiner Liebe zu den Menschen ist. Ein lebendiges Zeugnis für den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast. Wir danken dir, dass die eheliche Gemeinschaft für deine Gläubigen ein Abbild des Bundes zwischen Christus und der Kirche ist. So stellt das Sakrament der Ehe sichtbar dar, wie Christus seine Kirche liebt. Wir bitten dich, Gott, heiliger Vater, strecke deine Hand aus über Barbara und Patrick. Gib ihnen die Kraft des Heiligen Geistes für ihr gemeinsames Leben. Verleihe ihnen, o Herr, dass sie in der Gemeinschaft der Ehe ein Herz und eine Seele sind und füreinander Zeichen deiner Gegenwart. Hilf ihnen, ihre Pläne für die Zukunft gemeinsam zu verwirklichen. Schenke ihnen die Kraft, ihre Kinder im Glauben zu erziehen und ihr Leben auszurichten auf dich. Schenke der Braut Barbara die Fülle deines Segens. Lass sie in Liebe und Verständnis ihren Aufgaben als Ehefrau und Mutter gerecht werden. Auch dem Bräutigam Patrick werde dein reicher Segen zuteil. Lass ihn ein guter Ehemann und Vater sein. Gewähre, heiliger Vater, den Neuvermählten, die teilnehmen am eucharistischen Mahl, dir einst einen Platz beim himmlischen Hochzeitsmahl. Darum bitten wir doch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Barbara und Patrick. Zwei Menschen, eine Idee. Zwei Menschen auf einem Weg. Zwei Menschen, ein Ziel. Barbara und Patrick. Zwei meiner besten Freunde. Ein Wunsch. Lass sie ihre Idee, auf einem gemeinsamen Weg zu ihrem Ziel zu finden, so umsetzen, dass diese Rechnung voll aufgehen kann. 1 plus 1 ist 1. Wir bitten dich, Herr.
der Freundeskreis die beiden, so wie bisher, in guten und in schlechten Zeiten begleitet. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich bitte dich für Barbara und Patrick und deren Kinder, die du ihnen schenken wirst. Gib ihnen die Kraft, dass sie einander in Liebe begegnen, damit sie zu einer glücklichen Familie zusammenwachsen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich bitte dich für jene Eheleute, die es schwer miteinander haben, dass sie nicht aufhören, um Geduld voneinander zu suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich möchte bitten für alle, die vereinsamt leben, dass Menschen sich ihrer annehmen und ihnen ihre Hilfe und Liebe schenken. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich möchte dich bitten für die Kirche, dass sie Platz hat für alle Menschen, die auf der Suche nach einer Gemeinschaft mit dir und den Menschen sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Diese unsere Bitten und auch die, das Brautpaar und sie noch unausgesprochen im Herzen haben, bringen wir vor Gott, unseren Vater, durch Jesus Christus, der sich einsetzt für uns, der da ist und uns begleitet. Alle Tage unseres Lebens, alle Wetterlagen unseres Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ende unseres Wortgottesdienstes angelangt. Wir haben das Wort Gottes gehört. Es ist ausgelegt worden. Wir haben Gott geantwortet. Das Licht seines Wortes weilt unter uns. Und darum wollen wir jetzt auch diese Kerze entzünden. Vom Lichtaltarkerze. Das Licht geht von Gott aus und von seiner Hingabe an uns und an euch. Lasset uns beten. Erhöre unser Gebet, o Gott, und nimm die Gaben an, die wir dir für die Neuvermählung darbringen. Durch diese Feier der heiligen Geheimnisse stärke ihre Liebe zueinander und zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Ja, Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, sind sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach:
Mache das Sakrament, das wir empfangen haben, der Neuverwendung wirksam. Lass uns alle aus dem heiligen Opfer Kraft schöpfen für unser Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nun gegen Ende dieser Feier, wo wir nicht nur etwas Privates gefeiert haben, obwohl es ein sehr persönlicher Anlass ist. Es ist sehr öffentlich, was wir hier tun, und das drücken auch die Unterschriften der Trauzeugen aus, um die wir jetzt bitten. Im Trauungsbuch von Ossiach, in dem diese Trauung für immer eingetragen sein wird, ein Ausdruck dafür, dass Sie zu diesem Ort hierher auch in Zukunft eine besondere Beziehung und Verbindung haben mögen. Sie sind gewissermaßen hier eingeschrieben. Darf ich nun die Trauzeugen bitten? Bitte noch einen Platz. Kommen Sie auch den Trauungsschein schon hier jetzt mit, als Ausdruck dessen, dass es auch seinen rechtlichen Niederschlag findet, was wir hier heute so persönlich gefeiert haben. Liebes Brautpaar, liebe Eltern, Verwandte, Freunde, wir haben nicht nur die Ringe gesegnet, sondern auch das Brautpaar. Jetzt wollen wir auch das segnen, was uns zusammenhält, was Leib und Seele zusammenhält. Das Brot, das zweite ist der Wein im Krug, das Salz, der Freundschaft und der Liebe, das Zeichen des Kreuzes, das Zeichen daran, dass Gott auf uns blickt, dass es ihm was kostet, für uns immer da zu sein. Und auch das Wort Gottes, das erinnert, das Wort Gottes ist unser Licht. Und die sich nach dem Wort Gottes halten, an denen kann man sich auch anhalten. So hoffen wir zumindest. Jetzt wollen wir den Segen sprechen über Brot und Wein und dann über das Kreuz. Preiset den Herrn, denn er ist gut. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Er gibt uns täglich unser Brot, aber auch den Wein. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, wir danken dir für das Brot, den Wein, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn hat Brot und Wein gesegnet und es Hungrigen zu essen, zu trinken gegeben. Am Abend vor seinem Leiden gab er sich selbst im Zeichen des Brotes und Weines seinen Jüngern zur Speise. In seinem Namen bitten wir dich, segne dieses Brot, segne diesen Wein, segne dieses Salz, stille unseren Hunger und unseren Durst und stärke uns. Hilf uns, dass wir nicht nur an uns selbst denken, sondern bereit sind, anderen zu helfen und geschwisterlich zu teilen. Lasst uns in der Gemeinschaft mit allen Menschen deine Vatergüte preisen, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Jetzt wollen wir auch noch das Kreuz uns erinnern und dann den Segen bitten. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lasset uns beten. Herr unser Gott, dein geliebter Sohn ist am Kreuz gestorben, um alle Menschen zu erlösen. Wir bitten dich, segne dieses Kreuz. Stärke unseren Glauben, damit wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit und deine Hingabe an uns erkennen. Den Lob, der uns Leben und Liebe schenkt. Sollte jemand, ich sage es jetzt im Anschluss an die Predigt, Flugangst haben oder den Anwesenden, den Ehelangstreckenflug fürchten, wenden Sie sich den Piloten, Herr Patrick Roth, und seine liebe Braut Barbara. Sie können euch dann sicher auch ein bisschen was sagen dazu. Sein geistliche Helfer finden sich sicher auch, nicht nur in Ossiach, sondern auch jetzt. Jetzt bitten wir um seinen Beistand, seine Hilfe. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der lebendige und gute Gott. Er lasse euer beider Leben zu einem zusammenwachsen. Seid gesegnet in euren Kindern und die Liebe, die ihr ihnen erweist, möge 100- und 1000-fach auf euch zurückkommen. Wahrer Friede sei das Fundament eures Hauses. Treue Freunde mögen euch in Freude und Leid zur Seite stehen. Und ihre Sympathie gehe neben euch her als Schutzengel. Wer in Not ist, finde bei euch Rat, Trost und Hilfe, und so komme Segen über euch. Die Sorge soll euch nicht im Übermaß quälen. Eure Arbeit nehme nicht überhand. Und das Ergebnis eurer Arbeit soll euch erfreuen und lange erhalten bleiben. Der lebendige Gott erhalte eure Liebe, lebendig und fantasievoll, bis ins hohe Alter. Amen. So segne euch der barmherzige und euch mögende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
Auf meine Tasche? Ja, ja. Kirschmann, muss es jetzt regnen? Wir lassen uns im Gastzimmer bis heute im Regen stehen. Aber bald alle Maschinen ticken durch. Nein, es war ein Scherz. Das ist vom Lauf auf Band genug. Ha, aber jetzt. Jubilati, could you please fasten your seatbelts once again and carefully extinguish all cigarettes? On landing, would you please remain seated until the aircraft has gone to a complete standstill and all 4 engines have been switched off. Before leaving the aircraft, would you please ensure that you have all your hand baggage with you? It has been our pleasure having you on board, ladies and gentlemen. We do hope you enjoyed your flight. Meine Damen und Herren, Kapitän Patrick Roth teilt mit, dass wir in wenigen Minuten unseren Flug nicht 0815 der Lauda Air von Wiener Neustadt über Goldeck, Stockenbräu und Nickelsdorf nach Villach Airport, Gerbergasse beenden. In Villach herrscht eitel Wonne und Sonnenschein, die Temperatur erreicht bereits den Siedepunkt. Es erwartet Sie ein heftiger Empfang. Rechnen Sie mit Übergriffen und Vereinnahmung durch die Villacher Urbevölkerung. Die Crew der Lauda Air bedankt sich jetzt schon, dass Sie unser Fluggast waren. Danke. Flug nicht 0815 an Gerbergasse Dauer. Was ist das für ein Nebel, für ein Grauer? Das ist kein Nebel, kein Grauer. Das ist die Mauer vom Tower, du Bauer! Durchstarten! Das ist noch einmal gut gegangen, Captain. Expect on holding pattern. Ja, Mann, jetzt müssen wir ein bisschen kreisen. So, gut. Ja, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da?
Also ich möchte am liebsten immer nur Prinzessin sein und feiern ohne Ende. Meine Mutter, die merkt ja überhaupt nicht, wenn ich noch abhau und in der Früh heimkomme. Ich brauche erst später ein bisschen zu richten und zu tun als ob. Ich bin halt immer ein bisschen ein flotterhafter Typ gewesen. Aber ich glaube, für den Flieger bin ich der Richtige. Komm, Barbara, geh mal heim! Wenn du sagst, geh heim. Wenn die Mama oder sagt, der die noch bleibt. Kann man einen Schirm leihen? Ja, angeblich hatte der Faschingsprinz bei der Barbara keinen Touchdown gehabt. Du meinst, er hat bei ihr nicht landen können, oder was man runter halt versteht? Ja, ich denke, er hat ein Deck aufmachen müssen. Ja, ja, hab ich auch schon gehört. Abfliegen hat er müssen, abfliegen! Hey, Report the traffic. Was meinst du, Herr Ruf? Traffic inside. Ah, was meinst du für einen Verkehr dann? Die Prinzessin, die hat dir gefallen, gell? Ja, die wäre als Stewardess bestens geeignet. Das glaube ich nicht. Wenn das Stewardess nicht etwas passt, schietet sie gleich im Fluggast etwas drüber. Aber du als Triathlet, du hättest Chancen bei ihr. Ich bin doch kein Triathlet. Freilich, ein moderner. Ja, aber was ist das, ein moderner Triathlet? Er beschäftigt sich nur mit Musik, Sport und Mädels. Und das Strafgabe liefert ein Sydney den besten Fliegerrauscher des Lebens. Den muss ich aufhören. Schau mal. Jetzt schau mal. Danke. So viel Fegen. Danke. Schau mal oben. Da, was das sein? Was sind das für Vögel? Also, mich brauchst du nicht fragen, fragt der Schwiegermutter, die kennt alle Vögel. So cleared for final approach. Zu Deutsch. Jetzt kommen wir oben. Wen sehen wir denn da? Wen sehen wir denn da? Den Brautpaar an Dusch! Der Barbara an Dusch! Patrick an Dusch! Das Brautpaar hoch! Das Brautpaar dreimal hoch! Den Schwiegereltern an Dusch! Karin an Dusch! Unseren Ehrenväterbauer an Dusch! Und Hochzeitsgästen an Dusch! Kindern an Dusch! Unser wilden Kirchenbauer an Dusch! Lebzeit an Dusch! Weile an
Prinzenbräundusch! Das Brotwolle auf! Das Brotwolle dreimal auf! Und der Flot auf! Entschuldigung, aber ich muss mich da drunter stellen. Das sieht sehr nicht aus. Warte, jetzt kommt wieder das. Ja. Wir haben ja eh einen kleinen zu uns in der. Kein Problem. Also so etwas habe ich seit meiner Fliegerausbildung in Amerika noch nie gesehen. Damals hast du 15 Kilo zugenommen. Du, Captain, werden wir hier überhaupt in Villach jetzt machen? Ja, ich fliege auf die Laderin da unten. Und ich werde Polka tanzen. Das kann ich besser. Polka tanzen kann nur der links tanzt, auch wenn er Skischuhe anhat. Ich habe keine Skischuhe an, die sind mir ja viel zu klein. So, hier ist du rein. Aber jetzt, Patrick, jetzt kommt der wichtigste Landeanflug deines Meine Freund, ich bin froh, dass ich noch so etwas erleben kann mit euch, meine Freunde. Hola, was ist das? 3 Patrick gegen An, Peter, Schuld, Lei, tralala. Mein Gott, wer war denn das? Mein Gott, wer war denn das? Das war der Bürgermeister von der Gerbergassen. Touchdown! Gott sei Dank, du! Patrick, hast du überhaupt ein neues Hemd an für die Feier? Nein, neues Hemd habe ich keines für die Feier. Das war mir viel zu teuer. Die Crew gratuliert Kapitän Patrick und seiner Frau Barbara zur gelungenen Landung im Eheflughafen Villach-Gerbergasse und wünscht für die Zukunft schöne gemeinsame Flugstunden. Gratuliere! Eine Gratulation. Alles Gute. Nein, danke. Jetzt kannst du aussuchen. Total. Gut. Aber danke. Brauchst du mehr ein Foto fürs Familienalbum? Ja, mit Bart. Mehr Prinzessin. Meine liebe Ausländer, bei uns in Kärnten ist es üblich,
dass eine Maut eingehoben wird. Das heißt, wir lassen unser Mädchen aus dem Villacher Raum nie nach Niederösterreich raus, wenn da nicht ein ordentlicher Betrag bezahlt wird. Die Nullen hinten nach bestimmen wir. Vorne kann ruhig ein Einser sein, aber hinten bestimmen wir die Nullen. Das ist bei uns so üblich. Und auch unser Spiel hier heißt, was hat die Braut und das Elternpaar so im Lauf der Jahre alles durchgemacht und erleben müssen. Das sollte also ein kleiner Einblick sein für die, die noch nicht wissen, was auf sie zukommt. Also so soll diese Maut verstanden werden. Danke. Nicht daneben schauen. Ja, gerne. Ja. Ich glaube, es ist gleich der Tag gratulieren und dann der Rest wird auch. Ich muss Dieter nehmt euch doch gleich ein neuer Bankbetreuer. Da gibt es jede Menge Brötchen da in diesem Raum. Jede Menge Bäckereien. Nimm da was, dafür ist es da. Mit Quapwurst. Mutter deines Sohnes. Mutter deines Sohnes. Frau Sekretärin macht es das. Danke schön, danke. Das Wort mit der Regula angestellt. Die Regula hat ein Glas in der Hand und stellt sich auf den Tisch, wo ihr vorhin gestanden seid. Wir blödeln so, pass auf, jetzt kommt